Es ist Mittwoch, der 13. September, der 5. Tag für uns in New York und wir sagen Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute steht Downtown Manhattan an. Für den Abend haben wir wieder eine Fahrt mit einem Schiff gebucht und eigentlich freuen wir uns darauf, aber nach dem gestrigen Reinfall auf Willy Wall sind wir doch ein wenig skeptisch. Wie könnte es anders sein? Wir sind wieder mit den Early Birds unterwegs und schon sind wir in Downtown und auf zum ersten Programmpunkt heute. Das One World Observatory ist die Aussichtsplattform des One World Trade Center in der 100. bis 102. Etage. Im Übrigen hat das One World Trade Center eine Höhe von 541,3 Metern einschließlich seiner Antenne. Die machen das aber auch immer, ne? Vor und im Aufzug natürlich wieder eine ziemlich beeindruckende Show. Das haben sie hier in den USA wirklich gut drauf. Man wird unterhalten, man lernt etwas und es ist keinesfalls langweilig, wenn man hier irgendetwas besichtigen möchte. Los puentes, ¿has visto los puentes? Que no había. Al principio no había puentes. Mira, estamos. Welcome to One World Observatory. Dynamic, diverse, and ever-changing, the city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever.
invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city awaits directly below you. Man lernt auch hier oben noch einiges über die Geschichte und den Wiederaufbau des World Trade Centers nach den Anschlägen am 11. September 2001. Tatsächlich aber besonders beeindruckend fanden wir den Blick auf die Stelle, an der Sully im Januar 2009 die berühmte Notwasserung auf dem Hudson River machte. Die Fensterputzer. Was hast du? Wir genießen noch ein wenig die Aussichten und ganz ehrlich, sie sind jetzt nicht groß anders wie von anderen Aussichtsplattformen, zumindest am Tag. Ob man unbedingt hochfahren sollte, beim ersten Besuch in New York gehört es schon irgendwie dazu, finden wir. Als absolutes Must-Do sehen wir aber eher einen Besuch unseres nächsten Ziels. Ah, geil. Bist du überlegt? Thank you for visiting One World Observatory. Vom Observatory geht es rüber zum 9/11 Memorial. Wir können nur jedem raten, diese Gedenkstätte und das Museum zu besuchen. Aber man braucht tatsächlich starke Nerven. Vorab, wir haben so einiges an Fotos gemacht und auch sehr viel gefilmt. Aber die Aufnahmen werden den Eindrücken nicht gerecht und wenn wir ehrlich sind, vieles möchten wir einfach nicht zeigen, denn es geht hier nicht um Sensation. Bitte habt dafür Verständnis. Das Memorial besteht aus 2 Wasserbecken, die an den Stellen stehen, an denen die Zwillingstürme des World Trade Centers standen. Sie werden auch The Pools genannt. Die Namen der Opfer sind in die Umrandung der Becken eingraviert. Blumen schmücken viele Namen, teils noch von der Gedenkfeier von vor 2 Tagen, aber auch Freunde und Angehörige legen immer wieder Blumen hier ab. Uns beeindruckt der Survivor Tree. Dieser Callery-Birnbaum wurde unter den Trümmern der Anschläge am 11. September schwer beschädigt, aber er überlebte und wurde später gerettet und wiederbelebt. Ein lebendiges Zeugnis für die Hoffnung und das Durchhaltevermögen inmitten der Tragödie. Das geht schneller, oder?
Ja. Ja. Denn, Ein Teil der Stahlfassade. ja, 96, Wo das? 96, 99 Stock. Genau. Quasi wo das war, ne? Ja. Wir gehen hier mehr darüber. Wo das? Weil Mit gutem Grund ist in einigen Bereichen des Museums das Fotografieren und Filmen nicht gestattet. Hier gibt es teils sehr, sehr persönliche, aber auch schockierende Exponate und Bilder zu sehen. Ich selbst konnte die Ausstellung schwer ertragen und habe diese früher über einen der extra eingerichteten Notausgänge verlassen. Als ich aus dem geschützten Bereich trete, will ich mich eigentlich nur auf eine der Bänke setzen und kurz durchschnaufen. Und in diesem Moment spielt ein einsamer Dudelsackspieler auf. Wie wir später erfahren haben, jede Woche wird hier an der sogenannten letzten Säule den Opfern gedacht, die ihr Leben verloren haben oder schwer krank geworden sind. Kurz darauf verlassen wir das Museum. Ein Besuch hier ist ein absolutes Pflichtprogramm, aber bitte nicht aus Sensationsgier. Das hier ist eine andere Dimension. Sie nimmt einen mit und halt lange nach, heute noch. Man muss sich Zeit nehmen, im Museum sowieso, aber auch danach. Man muss das Gesehene verarbeiten. Dass uns das so mitnimmt, hätten wir nicht erwartet. Umso mehr schlägt unser Herz für dieses wunderbare Land und die wunderbaren Menschen. Nach dem Besuch des Memorials und des Museums brauchen wir ein Kontrastprogramm. Umschalten fällt uns wahnsinnig schwer. Nächstes Ziel ist die Wall Street. Das ist nämlich diesmal was sie zeigen. Wir haben uns
Wenn man im Fernsehen die Bilder der Börse sieht, stellt man sich das Ganze doch etwas größer vor. Es wimmelt hier von Sicherheitsleuten und Polizei, alles ist ziemlich abgeschottet. Fotos machen fast unmöglich, weil man kaum etwas sieht. Die Wall Street ist dann doch recht unspektakulär und wir sind etwas enttäuscht. Unserer Meinung nach lohnt es sich nicht, extra dorthin zu fahren oder zu gehen. Aber direkt gegenüber der Wall Street steht die Trinity Church, auf Deutsch die Dreifaltigkeitskirche. Ein Besuch lohnt sich und der Eintritt ist kostenlos. Auch der Garten mit den alten Gräbern und Statuen kann sich wirklich sehen lassen und man hat hier wieder eine kleine Ruheoase im quirligen Lower Manhattan. Und hier kommen wir nach den Eindrücken heute im Museum tatsächlich endlich zur Ruhe. Das hat uns wirklich ganz schön aufgewühlt. Wir bummeln weiter Richtung wütendem Stier, besser bekannt als Charging Bull. Diese riesige Bronzestatue wurde 1989 installiert und zeigt einen gewaltigen Bullen, der mit erhobenem Kopf und gestrecktem Körper in Richtung des New Yorker Börsenmarktes stürmt. Und es ist rappelvoll. Man steht hier Schlange und ehrlich gesagt, da haben wir keine Lust drauf. Wir versuchen von einem Betonblock wenigstens halbwegs ein Selfie hinzubekommen, aber warten und dann ein schnelles Foto mit dem Bullen. Nee, die Zeit ist uns zu kostbar, denn wir haben ja noch was vor. Wir wollen nach Chelsea. Three on the road in the city that never sleeps. Neon lights are dancing up the streets. Taxi cabs and skyscrapers is what we meet. Concrete jungle under our feet. Central Park was shining in the dawn. Statue of Liberty gave us a heart. Subway rhythm. Chelsea ist irgendwie unser Lieblingsviertel in New York City geworden. Alt trifft auf neu, unheimlich lebendig und vielfältig. Freundliche Menschen wie du und ich, Herr Schicki und Frau Mickey, sind hier gefühlt eher selten bis gar nicht zu sehen. Wir fühlen uns unheimlich wohl hier und ja, wir können uns sogar für unseren nächsten Besuch vorstellen, hier in Chelsea ein Hotel zu nehmen. Unser Ziel jetzt sind die Chelsea Piers am Hudson River, aber nicht ohne triftigen Grund. Echoes of the city sing our lullaby. In the heart of the hustle, we learn to fly. From Times Square's sparkle to Broadway's glow, every moment is a priceless show. In a cafe, we find a friendly hello. New York City has given us its flow. We'll cry, we'll laugh beneath the city lights. Feel the pulse of life on crazy nights. In this town where everyone unites, chasing stars and neon heights. Three on roads, chasing dreams under the New York sky, turning strangers into friends as we fly by. Echoes of the city sing our lullaby. In the heart of the hustle, we learn to fly. From Times Square sparkle to Broadway's glow, every moment is a priceless show. In a cafe, we find a friendly hello.
Wir gönnen uns eine abendliche Kreuzfahrt auf dem Hudson. Das Ganze dann noch untermalt mit Live-Jazzmusik. Okay, absolut nicht unsere Musikrichtung, aber mit Rock, Pop, Punk und Country gab es das nicht. Ohne alles haben wir nicht mehr bekommen, also dann eben Jazz. Und dann auch nicht auf einem schnöden Ausflugsdampfer, sondern auf einer Yacht, die Manhattan 2. An Pier 62 legt sie ab und ja, noch sind wir skeptisch. Der Reinfall von gestern mit dem überkandidierten Volk auf Willy Wall nimmt uns ein wenig die Vorfreude. Aber es warten schon so einige Menschen hier am Anleger, aber auch hier keine Spur von Herrn Schicki und Frau Mickey. Im Gegenteil, alles normale Menschen in normaler Freizeitkleidung. Unsere Skepsis sinkt, dafür steigt die Freude wieder. Es schwankt wieder. Das Boarding ist super organisiert. Wir bekommen einen eigenen Tisch im wirklich schönen und gemütlichen Salon im Stil der 20er Jahre. Und kaum, dass wir sitzen, legt die Manhattan 2 ab und wir starten in einen wirklich tollen Abend. Ja? Wir möchten schon fast sagen, in einen perfekten Abend. Die Fahrt geht über den Hudson River vorbei an Ellis und Liberty Island. Wir drehen unter der Brooklyn Bridge. Unser Snack schmeckt fantastisch und die Kellner sind aufmerksam, ohne aufdringlich zu sein. Die Yacht hat riesige große Fenster und da es draußen recht windig und kühl geworden ist, können wir trotzdem einen freien Blick auf die Skyline in der untergehenden Sonne genießen. Denn der ganze Abend wird von einem wunderschönen Sonnenuntergang gekrönt. Okay, den kann man nicht planen. Nach gut 1,5 Stunden ist die Fahrt vorbei, aber wir hätten noch ein bisschen weiter schippern können, ganz ehrlich. Bye. Thank you. Have a great day, guys. Thank you so much. Just watch your step right there. New York ist schon mächtig, ne? Ja, das oben ist ist ein wieder so kleiner, unser das typisches schmeißt einen Problem. Pfeil, oder? Irgendwie sowas. Dass wir denken, so, okay, ist ja nur eine Stadt, ne? Aber die Dimension sind genau Ja.
mag Chelsea. Das ist das Typische, ne? So wie man aus dem Fernsehen kennt, ne? Wie immer geht es zu Fuß weiter. Chelsea by Night. Die Straßen so typisch wie in vielen Filmen und so schön ruhig. Bis wir wieder am Times Square sind. Das totale Kontrastprogramm. Und bevor wir müde in die Betten fallen, noch der Blick auf den Schrittzähler. 12,5 Kilometer nur per Pedis. Aber morgen wird es ja wohl hoffentlich etwas fußfreundlicher oder etwa doch nicht? Wenn dir unsere New York Moments am 5. zugegebenenteils sehr emotionalen Tag gefallen haben, dann zeig es uns mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. Du verpasst so keine Videos und unterstützt dadurch unsere Arbeit. Danke dafür und danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.